Ich arbeite weiter wie gehabt. Ohne Sex. So weit waren wir doch schon gestern. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich inzwischen mit meiner Freundin gesprochen habe. Mach's gut. Bist du verrückt? Steffi! Egal, wie viel er dir geboten hat. Ich zahle mehr. Das wirst du auch müssen. Sonst erfährt der Graf, wen er geheiratet hat. Oder hat Ihr Freund etwa vergessen, Ihnen zu erzählen, dass er für mich arbeitet? Für Sie? Als Mann für gewisse Stunden. Na, Sie verstehen. Das kann nicht sein. Sie müssen sich täuschen. Hat er Ihnen wirklich nichts von seinem Job bei mir erzählt? Sie verwechseln ihn bestimmt. Heino Toppe ist kein häufiger Name. Er ist schlank und hat schwarze Haare. Sowas würde er niemals tun. Also ich kann nur sagen, er war einer meiner erfolgreichsten Mitarbeiter. Erfolgreich? Einige meiner Kundinnen, die waren ihm geradezu verfallen. Und das nicht nur, weil er so schöne Augen hat. Tja, ich muss jetzt gehen. Wenn Sie Heino sehen, grüßen Sie ihn von mir. Ciao. Wo haben Sie denn die Jacketts hängen? Bitte? Verzeihung, ich habe überhaupt nichts mit zu tun. Es kommt gleich jemand. Kathi, entschuldige, dass es länger gedauert hat, aber der Typ hat den Lieferschein nicht Es tut gefunden. mir Dann leid, ist er- ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Mach's gut. Ja, Sie müssen den Lieferschein auch unterschreiben. Gut. Seit über 10 Jahren lebst du auf meine Kosten, wie eine Made im Speck. Jetzt willst du noch mehr? Clarissa, mein Liebling, lass uns wie zwei erwachsene Menschen miteinander reden. Ja? Das Doppelte lächerlich. Du weißt wohl nicht, mit wem du es zu tun hast, Liebling. Oh doch, mein Schatz. Ich weiß das genau. Die Frage ist nur, ob das auch andere wissen sollten. Du bluffst. Die Presse? Oder dein ehemaliger Gatte? Aber mein Schatz, du wirst dir doch nicht ins eigene Fleisch schneiden. Das wird ja auch nicht nötig sein. Du gehst bestimmt auf meine Wünsche ein. Die Luft bekommt ihr hier nicht. Fahr zurück nach Venedig und zwar schnell. Clarissa, meine Liebe, willst du mir drohen? Mach, dass du rauskommst. Ich gebe dir ein paar Tage Bedenkzeit. Lass dir alles in Ruhe durch den Kopf gehen. Ich melde mich wieder. Raus. In deinem Interesse sollten wir uns einigen. Sonst wird dein kleines Geheimnis auf jeden Fall publik. Hallo, brauchen Sie irgendwie Hilfe? Nicht direkt, aber können Sie mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Ja, kein Problem, steigen Sie ein. Ah, Heino, gut, dass du kommst. Du kannst mir gleich helfen. Okay. Also, ich nenne die Artikel und Stückzahl und du checkst das, ja? Ja, so wie immer. Was hast du denn wieder für tolle Laune?
Frau Dorn hat mich gefeuert. Weil sie will, dass du... Mit ihren Kunden ins Bett gehe, genau. Komm, mach dir nichts draus. Das war sowieso kein Job für dich. Sag ich mir ja auch. Aber sie will ja Geld zurück. Das war doch zu erwarten. Also 2 Jacken. Ich habe auch schon meine Kumpels gefragt, aber die können mir auch kein Geld geben. 2 Blusen? Ja, aber mit dem Job bei Avatex kriegst du das Geld doch zusammen. Was für ein Job bei Avatex? Kathi hat mir erzählt, dass sie dir einen Job besorgen will. In einer der Firmen ihres Stiefvaters. Ist mir neu. Würde ich aber eh nicht machen. Wann hat sie das denn gesagt? Vorhin. Sie war mit ihrer Mutter hier. Ja, und wo ist Kathi jetzt? Kein Schimmer. Erst wollte sie hier auf dich warten und dann ist sie wie von der Tarantel gestochen auf und davon. Uli, kann ich abhauen? Ich bin völlig durch. Ja, okay, du kannst gehen. Ich komme auch allein zurecht. Ach, falls Kathi auftaucht oder anruft, dann... Ich fahre nach Friedenau. Wissen Sie, warum Clarissa so nervös geworden ist? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es war auch nur für einen winzigen Moment. Und dann sagte sie, Sonja Weltuna sei eine gute alte Freundin. Und hat sie Ihnen verraten, warum sie Weltuna so viel Geld zahlt? Darüber schweigt sie wie ein Grab. Also nochmal. Mein Vater fährt nach Venedig zu dieser Weltuna. Wenig später taucht diese hier bei Clarissa auf. Das kann auch kein Zufall sein. Das wäre ja zumindest unwahrscheinlich. Entschuldigung. Ja, bitte? Ich komme. Sofort. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen? Ja, sicher. Behalten Sie Frau Weltuna im Auge. Wenn Sie etwas Neues erfahren, informieren Sie mich sofort. Natürlich, Herr von meinem Chef. Sie können sich auf mich verlassen. Schön. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Bin wieder da. Schon? Das war aber ein kurzer Badeausflug. Kann dein neuer Supermann etwa nicht schwimmen? Es geht dich zwar nichts an, aber er kann schwimmen. Ihm war sogar so heiß, dass er gleich baden gegangen ist. Und was habt ihr dann gemacht? Was möchtest du wissen, was? Ganz schön heiß heute, wie? Ich glaube, ich könnte mal wieder ein paar neue Klamotten gebrauchen. Dieses spärliche Outfit, das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Ich mach das sofort wieder rum. Warum hast du nicht gewartet? Wir haben uns im Laden ganz knapp verpasst. Konnte ich ja nicht wissen. Wo warst du überhaupt? Oh, ich war kurz in der Orangerie. Wieso das denn? Haben die jetzt schon nachmittags geöffnet? Nee, ich war bei meinem Chef. Ich habe gekündigt. Also 3 Jobs auf einmal. Da habe ich einfach nicht genug Zeit für dich. Auf einmal. Und was ist mit der Kohle? Ich dachte, dir reicht das nicht, was du im Laden und in der Kneipe verdienst. Ich krieg das schon irgendwie hin. Lass uns über was anderes reden, okay? Wenn du meinst. Es gibt da etwas, das will ich dir schon ganz lange sagen. Und das wäre? Ich habe mich bloß die ganze Zeit nicht getraut. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich liebe dich jeden Tag ein bisschen mehr. Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Wieso? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ja, trotzdem. Ich bin noch verabredet und außerdem auch ziemlich angenervt. Wie du meinst. Rufst du mich an? Mach's gut. Bis später. Dieser Scheißtyp. Würdest du dich jetzt bitte anziehen? Oh, Moment! Ich weiß nicht. Ich glaube, das passt gar nicht zu mir. Meinst du nicht auch? Phil, mach jetzt bitte keinen Ärger, ja? Naja, na, das sieht schon viel schön aus. Könnte ich das mal anprobieren? Aber gern. Die Umkleide ist gleich hier drüben. Aber mach schnell. Kannst du mir mal sagen, was das Theater hier soll? Ich wusste gar nicht, dass du so prüde bist. Quatsch. Ich mache mir Sorgen um das Image unseres Ladens im Gegensatz zu dir. Hast du nichts Wichtigeres zu tun? Es ist sowieso heute meine Schicht. Ach, deshalb bist du vorhin auch abgehauen, ja? Ach komm, geh zu Millie. Die wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf dich. Lass mich in Ruhe, Steffi, okay? Das ist doch ganz okay.
Oh, nee, die Hose ist zu groß. Es steht dir hervorragend. Tja, und wie soll ich dann bezahlen? Ich habe nämlich leider überhaupt kein Geld dabei. Tja, dann werde ich dir wohl oder übel eine Rechnung schicken müssen. Ja, gerne, aber was hältst du davon, wenn du sie mir bei Gelegenheit vorbeibringst? Du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Nein, warten Sie mit dem Tee so lange, bis mein Mann da ist. Sehr wohl, gnädige Frau. Hallo Mama, störe ich? Aber nein, komm, setz dich zu mir. Hast du denn mit Heino über den Job bei Abatex gesprochen? Nein. Außerdem hat er mich angelogen. Und was hat er behauptet? Uli sagt, er hätte für ihn was erledigt. Und Heino behauptet, er hätte einen Kellnerjob gehabt. Da stimmt ja wohl was nicht. Naja, das ist nicht sehr schön, aber es ist auch nicht Außerdem war vorhin eine Frau im Kontor, die behauptet hat, er würde in ihrer Escort-Agentur arbeiten. Escort-Agentur? Als Begleiter für Frauen. Heino? Ja. Dann habe ich ihn so ein bisschen ausgefragt und ich werde das Gefühl nicht los, dass da was dran ist. Also, da hat dir jemand einen Bären aufgebunden. Und was ist, wenn da wirklich ein Callboy ist? Das ist doch absurd. Erinnerst du dich noch an deine Freundin, die neulich da war? Die hat Heino einfach so geküsst. Du meinst Marie? Ja, genau. Ist bestimmt auch eine seiner Kundinnen. Also, jetzt bist du albern. Du bildest dir da was ein. Woher willst du das wissen? Also gut, ich werde sie anrufen und werde sie fragen, ob sie Heino an diesem Abend zum ersten Mal hier gesehen hat. Die wird doch niemals zugeben, dass sie ihn durch eine Escort-Agentur kennt. Doch, doch. Mir gegenüber nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Kommt einfach aus Venedig und will mehr Geld. Sagen Sie selbst, ist das nicht eine Unverschämtheit? In der Tat, das ist ziemlich dreist. Warum wird Frau Weltuna eigentlich so großzügig von Ihnen bedacht? Spielt aber überhaupt keine Rolle. Sie müssen auf jeden Fall verhindern, dass sie Kontakt zu Christoph oder Henning aufnimmt. Verstehe. Sie meinen, es wäre die sinnvollste Lösung, dass sie einen kleinen Unfall hat? Gregor, das ist nicht mein Stil. Wir sind doch hier nicht bei der Mafia. Und was hatten Sie denn sonst gedacht? Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Lassen Sie sich was Intelligentes einfallen und nerven Sie mich nicht dauernd mit Ihren Fragen. Sehr wohl. Diese Frau darf auf keinen Fall mit Christoph und Henning zusammentreffen. Wie Sie das machen, ist mir egal. Henning von Anstetten? Gregor Steinfeld. Haben Sie heute schon was vor? Ich könnte vielleicht ein interessantes Treffen für Sie arrangieren. Danke, Marie. Ich werde es Christoph ausrichten. Wünsche ich dir auch. Adieu, meine Liebe. Bis bald. Na, siehst du, was habe ich gesagt? Marie hat deinen Heino hier zum ersten Mal gesehen. Trotzdem. Was trotzdem? Ja, vielleicht hat deine Freundin da nichts damit zu tun. Aber warum sollte mich Heinos angebliche Chefin anlügen? Vielleicht meint sie jemand anders. Sie hat gesagt, ihr Mitarbeiter heißt Heino Toppe. Und sie hat ihn beschrieben. Merkwürdig, Heino, das ist doch ein ganz ehrlicher Kerl. Verdammt. Ich hätte schon viel früher merken müssen, dass er mir irgendetwas verheimlicht. Warum? Weil er in den ganzen letzten Wochen keine Zeit für mich gehabt hat. Angeblich hat er in irgendwelchen Restaurants gejobbt. Du meinst, der arbeitet schon länger für diesen Escort-Service? Zumindest habe ich schon sehr lange gemerkt, dass jetzt irgendwas faul ist in unserer Beziehung. Weißt du was, ich werde den Tee kommen lassen. Und dann überlegen wir in Ruhe weiter. Es wird sich alles klären. Mach das. Bis gleich, ja. Ja, guten Tag. Ich hätte gern die Nummer von einer Escort-Agentur Dorn. Hey, Steffi. Schön, dich zu sehen. Kannst du mir mal erklären, was dieser Auftritt sollte? Welchen Auftritt meinst du denn? Ah, jetzt tu nicht so. Ach, mit dem... Steffi, das tut mir echt leid. Aber was sollte ich denn machen? Ich muss mir unbedingt etwas zum Anziehen besorgen. Ja, und es ging natürlich nur in meinem Laden, ne? Ja, na klar. Das Konto ist die erste Adresse, wenn man sich neu einkleiden will. Und genauso soll's auch bleiben. Also, mach sowas nicht nochmal, ja? Natürlich. Großes Ehrenwort. Kannst mir noch mal verzeihen? Das muss ich mir noch überlegen. Ich gebe ja zu, ich war früher vielleicht ein bisschen aufdringlich. Allerdings. Das war mir auch ganz schnell klar.
Spätestens, als ich vollkommen hilflos in den Fluten trieb und du kalt lächelnd abgerauscht bist. Du hast so blöd geguckt. Ja, schon gut. Obwohl du warst auch ziemlich überrascht, als ich mit dem Handtuch in den Laden gekommen bin, oder? Ich hab gedacht, ich spinne. Ja, eigentlich sind wir doch quitt. Naja. Okay, wir sind quitt. Christiane, Ja? haben Sie meine Tochter gesehen? Nein, tut mir leid. Ich habe sie nicht gesehen. Darf ich servieren? Ja, bitte. Christoph, da bist du ja endlich. Entschuldige, Barbara, es ist ein bisschen später geworden. Bevor ich es vergesse, ich habe für uns für morgen Abend einen Tisch reservieren lassen. Im Restaurant Erlenhof. Gibt's einen besonderen Anlass? Nein, nein. Das heißt doch ja. Ich habe das dringende Bedürfnis, mal wieder mit dir auszugehen. Das ist schön. Aber Christoph, ich muss mit dir reden. Ja, bitte, was gibt's denn? Du hast mir doch versprochen, dass ihr die Auseinandersetzungen mit Clarissa beendet. Ja, ja. Und was ich verspreche, das halte ich auch. Und dir glaube ich natürlich. Aber was ist mit Henning? Ich habe den Eindruck, dass er weiter mit diesem Steinfeld kooperiert. Tja, also ich habe versucht, ihm das auszureden, aber er hat eben seinen eigenen Kopf. Verzeihung. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, Christiane. Du musst ihn dazu bringen, dass er aufhört. Aber was soll ich denn noch tun? Überzeugen, bitte. Du weißt, wie sehr mich dieser Streit belastet. Sind wir uns nicht auf Friedenau schon einmal begegnet? Oder täusche ich mich? Doch, doch, das stimmt. Aber es muss etliche Jahre her sein. Ich lebe schon lange Zeit in Venedig, in meinem kleinen Palazzo. Sicher kein ganz billiges Domizil. Mein lieber Graf, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Frau Veltuna, ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Mich interessieren die Zuwendungen, die Sie von Clarissa erhalten. Wie kommen Sie denn darauf? Clarissa von Anstetten verschenkt nicht einfach so aus freien Stücken so viel Geld. Clarissa und ich sind eben gute Freundinnen. Natürlich. So gute Freundinnen, dass sie Ihnen jetzt sogar die doppelte Summe zahlen soll. Wie kommen Sie darauf? Herr Steinfeld war so frei und hat mich über den Grund Ihres Besuches informiert. Hat er das? Wie nett von ihm. Ich habe immer das Bestreben, zu vermitteln. Frau Veltuna, sagen Sie mir, was Sie über Clarissa wissen. Lieber Graf, wenn ich Ihnen meine Informationen verraten würde, wären Sie kein Pfifferling mehr wert. Das ist mir klar. Deswegen mache ich Ihnen ja auch ein Angebot. Ich bin ganz Ohr. Ich biete Ihnen 1 Million Mark für Ihr Geheimnis. 1 Million? Ein nettes Angebot. Aber es reicht nicht. Sagen wir 2. Na gut. Ich gebe Ihnen 1,5 Millionen Mark. Und keinen Pfennig mehr. Das ist mein letztes Wort. Einverstanden. Clarissa wird Ihnen in einem ganz neuen Licht erscheinen. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe in etwa deinen Geschmack getroffen. Also wenn es so schmeckt, wie es aussieht, hast du gute Chancen. Das ist natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack. Hast du noch mehr bestellt? Nein, aber ich würde dich gerne morgen Abend zu einem richtigen Essen einladen. Ach ja? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich mich gleich zweimal von dir verwöhnen lassen kann. Dann würdest du dir was entgehen lassen. Ich kenne nämlich so ein kleines französisches Restaurant, ich sage dir. Formidable. Also, wenn das so ist, dann kann ich ja gar nicht Nein sagen. Sie machen mir ein grand plaisir. Komm, du Spinner. Es ist schön, dass du mich mal aufheiterst. Mach ich doch gerne. Komm ich wenigstens mal wieder auf andere Gedanken. Die Trennung von Erika und Arno geht dir noch ziemlich nah. Ja. Ich verstehe meine Mutter nicht. Wie kann sie sowas nur machen? Ich fass es nicht. Du willst den Job bei Avatex wirklich sausen lassen? Ich will von Kathi nicht abhängig sein. Außerdem hat sie mir vorhin gar nichts davon erzählt.
Ja, was ist denn mit deinen Schulden? Trotzdem. Oh mein Gott, du und dein Stolz. Ja, hallo? Frau Dorn, Sie haben mich doch gefeuert. Was, so viel Geld an einem Abend? Selbst dann nicht. Kein Sex. Können Sie mir das garantieren? Das muss ich mir noch mal überlegen. Ich rufe Sie gleich zurück. Das glaube ich nicht. Die Dorn, sie will dich wieder ködern. Nein. Das heißt ja. Es geht nur um einen Termin. Nur heute Abend. Heino, lass es. Ich sag dir, du kommst damit in Teufels Küche. Die Dorn sagt, ich kann heute Abend meine ganzen Schulden abarbeiten. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Natürlich glaube ich das nicht. Da muss irgendwas faul sein. Also gehst du nicht hin. Ich weiß nicht. Ich kann es mir wenigstens mal anschauen. Was habe ich schon zu verlieren? Es geht immerhin um meine ganzen Schulden. Sie wäre mit einem Schlag weg. Immer dieses dämliche Geld, Heino. Es ist immer dasselbe. Ich kann ja erstmal ganz unverbindlich mich mit der Dame treffen. Abhauen kann ich immer noch. Ach, hier bist du. Ich habe interessante Neuigkeiten. Ich fürchte, ich weiß von wem. Was meinst du? Barbara hat dich mit Steinfeld reden gesehen. Sie ist außer sich. Sie fühlt sich hintergangen. Meine Güte. Barbara habe ich gar nicht bemerkt. Henning, ich habe eine große Bitte. Lass den Streit mit Clarissa ruhen. Tu's Barbara zuliebe. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt, wo es aussieht, als hätten wir fast gewonnen. Wieso? Was ist denn passiert? Ich habe eben Frau Veltuna getroffen. Ach, die ist so in Venedig. Nein! Sie ist hier in der Stadt. Und weißt du was? Sie war bei Clarissa und hat noch mehr Geld von ihr gefordert. Diese Frau hat Informationen, mit denen wir Clarissa endgültig schlagen können. Und warum hat sie mir in Venedig gesagt, dass sie uns nicht weiterhelfen kann? Wahrscheinlich hast du ihr nicht genug Geld geboten. Wie hoch ist denn dein Preis? 1,5 Millionen. Was? Ja, ich weiß. Es ist eine stolze Summe. Und bist du sicher, dass sie uns wirklich etwas Brauchbares geben kann? Natürlich. Wäre ich sonst hier, um dich zu informieren? Trotzdem, das ist eine Menge Geld. Dafür bekommen wir Clarissa. Guten Abend, Herr Toppe. Guten Abend. Sie werden bereits erwartet. Guten Abend, Heino. Sie sehen aber gut aus. Was machen Sie denn hier? Ja, nun setzen Sie sich erst mal hin. Möchten Sie was trinken? Nein. Entspannen Sie sich, Heino. Ich bleibe nur, bis Ihre Kundin eingetroffen ist. Das haben die sonst auch nicht gemacht. Sie hat ausdrücklich darauf bestanden. Befürchten Sie etwa, ich könnte mich nicht freundlich genug benehmen? Sie sind der Letzte, der eine Anstandsdame nötig hat. Danke für das Kompliment. Ach, da ist sie ja schon. Du verdammter Mistkerl! Wie kannst du sowas machen? Ich dachte, du liebst mich.